Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses lockere Shirt hier ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, für das Projekt benötigt ihr ein Jersey. Ich habe hier einen schön fließenden Viskose-Jersey und dann noch Flieseline H180 zum Verstärken. Zunächst einmal erstelle ich mir hier den Schnitt. Hierzu zeichne ich eine waagerechte Linie im rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers. Das wäre dann hier die Schulterlinie. Von der Schulterlinie aus tragen wir die Taillenlinie ab. Und zwar messen wir hierzu 7. Halswirbel, also das ist der stärkste Wirbel, der hier hinten hervorguckt, bis zur schmalsten Stelle an eurem Oberkörper. Bei mir macht das hier 40 cm und hier zeichne ich auch eine waagerechte Linie im rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers. Von der Taillenlinie tragen wir dann die Hüfttiefe ab. Das wäre die stärkste Stelle an eurem Po. Also ihr messt quasi von der Taille bis zur stärksten Stelle an eurem Po. Das sind bei mir hier 20 cm. Diese 20 cm trage ich mir hier unten wieder ab, und zwar wieder in einem rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers. Als nächstes zeichne ich mir den Halsausschnitt ein. Hierzu gehe ich von der Schnittkante des Papiers auf der Schulterlinie 8 cm nach rechts und mache mir dort eine Markierung. Und auf der Schnittkante gehe ich 2,5 cm nach unten und mache mir dort ebenfalls eine Markierung. Die beiden Punkte verbinde ich mir nun mit einem Kurvenlineal. Ihr könnt das aber auch per Hand einzeichnen. Als nächstes trage ich mir auf der Schulterlinie meine halbe Schulterbreite ab. Und zwar messt ihr hier vom Schulterknochen bis zum Schulterknochen und teilt diesen Wert durch 2. Bei mir sind das insgesamt 38 cm. Diese teile ich wie gesagt durch 2 und trage mir dann auf der Schulterlinie 19 cm ab der Schnittkante des Papiers ab. Von diesem Punkt aus gehe ich dann 2,5 cm nach unten und das entspricht dann der Schulterneigung. Das ist eine Art Standardwert. So, ich zeichne mir die Linie hier erstmal beliebig lang ein. Dann solltet ihr überlegen, wie lang eure Ärmel sein sollen. Also ich möchte ja hier überschnittene Ärmel haben, also sollten die quasi auch über die Schulter gehen. Ich mache mir hier eine Markierung bei 21 cm. Als nächstes zeichne ich den Armausschnitt ein, und zwar habe ich hier zunächst meinen Oberarmumfang gemessen. Der ist bei 28 cm. Das habe ich durch 2 geteilt, das macht 14 cm und habe hier noch 4 cm in der Weite hinzugegeben. Also trage ich mir hier unten 18 cm ab und das Ganze im rechten Winkel. Als nächstes gehe ich zur Taillenlinie und trage mir hier meinen Taillenumfang ab. Dieser beträgt 72 cm. Hier habe ich noch 4 cm Weitenzugabe zugegeben. Das macht 76 cm und das Ganze durch 4 geteilt, also trage ich mir hier 19 cm ab. Die beiden Punkte verbinde ich mir dann in einer geschwungenen Linie miteinander. Ich mache das hier erstmal mit Bleistift und wenn mir die Linie gefällt, dann zeichne ich das nochmal mit einem dickeren Stift nach. Als letztes trage ich mir den Hüftumfang ab. Wie gesagt, das ist die stärkste Stelle an eurem Po. Bei mir macht das hier 94 cm. Hier habe ich auch wieder 4 cm in der Weite zugegeben, also 98 cm und das durch 4 sind 24,5 und das habe ich abgerundet auf 24 cm, die ich mir hier abtrage. Abschließend werden dann die beiden Punkte wieder miteinander verbunden.
Den Taillenpunkt habe ich mir um einen halben Zentimeter weiter nach außen versetzt, einfach damit die Kurve etwas schöner aussieht. Für das Vorderteil legt ihr zunächst das Rückteil an die Schnittkante des Papiers und paust erst einmal die Konturen nach. Da im vorderen Bereich die Brust ist, benötigen wir hier etwas mehr Stoff, deswegen setze ich mir den Schulterpunkt um 1 cm weiter hoch. Genau, wer etwas mehr hat, kann das ruhig bis zu ca. 2,5 cm machen. Genau, und diesen neuen Schulterpunkt verbinde ich mir wieder mit dem Ende des Ärmels und dadurch ergibt sich hier dann eine neue Schulterneigung. Des Weiteren möchte ich einen tieferen Ausschnitt vorne haben, deswegen gehe ich hier nochmal 7 cm nach unten und setze mir hier erstmal eine Markierung. Den neuen Punkt am Halsausschnitt verbinde ich mir dann wieder mit dem Kurvenlineal mit meinem Schulterpunkt. Im Anschluss kann dann das Ganze ausgeschnitten werden. So sollte das Ganze dann ausgeschnitten aussehen. Das müssen wir jetzt noch auf den Stoff übertragen. Hier oben am Halsausschnitt gebe ich keine Nahtzugabe hinzu. An den Schultern und an den Seiten gebe ich jeweils eine Nahtzugabe von 1 cm hinzu. Und an den Ärmeln und unten gebe ich jeweils 2 cm Saumzugabe hinzu. So sieht dann das Rückteil ausgeschnitten aus. Die Schultern habe ich hier noch mit einem Saumband verstärkt. Genauso hier das Vorderteil, das habe ich ebenfalls mit einem Saumband verstärkt. Und was ich jetzt hier noch zusätzlich gemacht habe, ich habe mir einen Beleg zugeschnitten, einfach 5 cm genau vom Ausschnitt, vom hinteren und vorderen. Genau, diesen habe ich auch verstärkt mit Flieseline H180 und habe hier unten die Kante noch versäubert. Als erstes nähe ich hier die Belege an. Hierzu habe ich das Rückteil und den Beleg. Diese lege ich rechts auf rechts übereinander, fixiere das Ganze einmal, genau, und nähe dann hier mit meiner Overlock entlang. Genau, des Weiteren versäubere ich noch an den Ärmeln und unten am Saum die Kanten, damit ich das später besser umschlagen kann. Genau, und das gleiche macht ihr natürlich auch genauso mit dem Vorderteil. So, die Belege sind angenäht und Ärmel und der untere Saum sind versäubert. Jetzt klappen wir den Beleg hoch und legen das Vorderteil rechts auf das Rückteil. Hierzu fixiere ich erst also an den Beleg. Das klappt am besten, wenn die eine Overlocknaht in die eine und die andere Overlocknaht in die andere Richtung schaut. Anschließend nähe ich das Ganze hier an den gezeigten Kanten wieder mit meiner Overlock zusammen. Auf der anderen Seite macht ihr das natürlich wieder ganz analog. Jetzt mache ich noch Folgendes, und zwar klappe ich mir hier den Beleg nach innen, bügele das Ganze nochmal schön glatt und steppe das mit einem Gradstich ringsherum ab. Und an den Ärmeln habe ich ja eine Saumzugabe von 2 cm hinzugefügt. Diese schlage ich mir auch nach innen, bügele das Ganze und genau, säume das Ganze dann hier mit einer Zwillingsnadel.
Und das gleiche mache ich dann auch unten am Saum. Also 2 cm einschlagen, bügeln und mit der Zwillingsnadel säumen. Ja, der Beleg ist abgesteppt, die Ärmel und der untere Saum sind gesäumt und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das angezogen aussieht. Ja, so sieht dann das Ganze angezogen aus. Also ich finde, es ist super geworden und ich werde mir auch bestimmt das nochmal nähen. Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.